Herzlich willkommen zur ersten Folge von The Room 4 Old Sins. Ja, wir haben schon auf diesem Kanal den dritten Teil, The Room 3, gespielt. The Room ist eine extrem nice Rätselserie. Auf jeden Fall sehr hochqualitativ. Schaut auf jeden Fall mal bei The Room 3 vorbei. Und spielt auch auf jeden Fall die ersten beiden Teile. Die habe ich nicht auf diesem Kanal gespielt, weil ich die schon vorher gespielt habe. Aber auch extrem empfehlenswert. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Let's go! Bis auf diesen Dachboden habe ich jedes Zimmer im Haus durchsucht. Im Dunkeln komme ich nicht sehr viel weiter. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo wir hier sind. Da rechts ist eine Kiste. Ich muss das Licht anschalten, um herauszufinden, was da drüben ist. Ja, im letzten Teil waren wir ja im Greyhole gefangen. Wir wurden da gefangen gehalten. Von dem Meister. Ein seltsamer Typ, der uns da eingesperrt hat und uns Briefe hinterlassen hat. Interessanterweise wusste er auch, wer AS ist. Der Typ, der uns in den ersten beiden Spielen Briefe geschrieben hat. Und es gab 4 Enden in dem Spiel. Eins, wo wir für immer in einem Labyrinth gefangen wurden. Eins, wo wir aus Greyhole entkommen sind. Eins, wo wir aus Greyhole entkommen sind, aber gleichzeitig ein Monster freigelassen haben. Und eins, wo wir random Bauten auf dem Mars hatten und irgendwie zum Mars hingereist sind und in diese Bauten reingegangen sind. Keine Ahnung. Das war ein bisschen weird, aber ich bin gespannt, woran das jetzt anknüpft hier. Signal Lamp Type B, okay. Natürlich ist es kaputt. Ich glaube, er ist kaputt eher. Achso, der Scheinwerfer, okay. Ich brauche den Schraubenzieher aus meinem Koffer. Okay. Den da? Ja. Aufmachen. Mein Notizbuch enthält alle Informationen, die ich für diesen Auftrag erhalten habe. Okay. Karte der Innenstadt Londons 1899. Rätselhaftes Verschwinden, Ehepaar verschwunden, Ehe von Skandal eingeführt. Kann ich jetzt nicht wirklich genauer lesen. Okay, und da befinden wir uns scheinbar. Ein Haus, das ist nicht das Haus auf jeden Fall aus dem ersten Teil. Aber macht ja auch Sinn, das wurde ja im zweiten Teil zerstört. Berüchtigter Ingenieur aus dem Königlichen Institut entlassen. Mr. Edward Lockwood entfacht den Zorn des Königlichen Instituts. Okay. H. Okay, wir sind scheinbar H. Profil der Zielperson. Name Edward Lockwood. Alter 32, Größe 176 cm. Anmerkung. Ausgebildeter Maschinenbauer, beschäftigt sich mit Chemie. Gesellschaftlicher Aufstieg durch Hochzeit mit Abigail Waldegrave führte zu einer Assistenzanstellung am Königlichen Institut. Wurde nach einem Jahr gekündigt. Kündigung erfolgte aufgrund eines nicht weiter ausgeführten Fehlverhaltens. Okay. Verstorbener Vorbereiter hinterlässt... Vorbereiter, genau. Verstorbener Vorreiter hinterlässt Anwesen einziger Tochter. Bekannte Künstlerin Mrs. Abigail Lockwood.
Erbt notleidendes Waldegrave Manor. Profil des Ehepartners. Name Abigail Lockwood, geborene Waldegrave, Alter 28, Größe 162 cm. Anmerkungen: Künstlerin mit klassischer Ausbildung, bekannt für die Förderung von Ausstellungen, einziges Kind des ehrwürdigen Hugo Waldegrave. Hochzeit mit Edward war kontrovers. Nach dem Tod ihres Vaters erbte Abigail Waldegrave Manor sowie die nicht unerheblichen Schulden der Familie. Okay. Ah, hier haben wir auch einen Lageplan. Ah, ich glaube, das ist das Gebäude, was wir hier gesehen haben. Nicht hier. Was wir da oben gesehen haben. Da, das müsste das Gebäude sein. Das würde passen von der Größe, von dem Layout her. Okay. Bericht des Sammlers. 1. November. Bei meinen Auftraggebern gehen keine Berichte von Mr. Lockwood mehr ein. Grund hierfür ist wahrscheinlich seine Frau. Derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. 12. November. Die Durchsuchung von Waldegrave Manor durch die Polizei bleibt ergebnislos. Diese Sache übersteigt deren Horizont bei weitem. 14. November. Meine Auftraggeber bestehen darauf, dass die Probe in Waldegrave Manor verbleibt. Inzwischen müssten ihre Auswirkungen für das geschulte Auge unübersehbar sein. Finde die Spur, folge ihr zu ihrem Ursprung. Und hier ist jetzt nichts mehr. Okay. Ein Schraubenzieher. Yo, what the fuck? Das taucht einfach so... Oh, okay. Was war das denn? Das muss ich mir genauer ansehen. Okay, schauen wir mal hier auf. Natürlich von Talisman, wovon auch sonst. Alles in diesen Spielen ist immer von der Firma Talisman gemacht. Schließe den Stromkreis. Das war jetzt nicht allzu kompliziert. Ey, der Typ, der da gerade saß, ist wieder weg, ne? Da waren diese Tentakel. Diese Tentakel von diesem Monster. Ein Puppenhaus? Irgendwas stimmt nicht. Da waren diese Tentakel. Diese haben im zweiten Teil das Haus von AS zerstört und im dritten Teil waren das die Tentakel von diesem Monster, was wir in einem der Enden freigelassen haben. Die waren da gerade. Okay. Das ist offensichtlich ein Modell von diesem Haus aus unserem Koffer. Audacia et Industria. Latein, okay. Okay, interessant. Das ist offenbar eine Fläche fürs Okular. Wir haben aber noch kein Okular. Die Oberfläche sieht ungewöhnlich aus. Ich brauche etwas anderes aus meinem Koffer. Da ist noch irgendein Mechanismus oder so. Okay. Jeder hat so seine Geheimnisse. Meine sind zufälligerweise in dieser Kiste versteckt. Okay. Aha, das kann man runterziehen. Ein Okular. Okay, das sieht aber ganz anders aus. Ich muss das erst öffnen, damit es etwas nützt. Okay. Aha, da kann ich drehen. Okay, da haben wir das Okular. Das sieht auch so aus wie das da auf dem Wallpaper. Aber halt interessanterweise ganz anders als im ersten Spiel. Also in den ersten 3 Spielen halt, ne? Da scheint auch... Ist das eine Probe vom Nullelement? Sieht so aus, ne? Interessant. Wow. Brich das Siegel, finde das Nullelement. Manchmal kannst du mit dem Okular eigentlich verborgene Dinge sehen. Ja. Ja. Ich sollte das Puppenhaus mit dem Okular untersuchen.
Obviously. Ich wollte mir aber nochmal hier... Ist da sonst vielleicht noch irgendwas drin, was ich mit dem Okular jetzt sehen kann? In dem Tagebuch? Lol, ich habe gerade... Okay, ich habe gerade einen Bug gefunden. Ich habe versucht, die Seite... Wie habe ich das gemacht? Ich habe gerade irgendwie geschafft, die Seite umzublättern, ohne den Buchrücken zu öffnen. Okay, ich kann es nicht mehr replizieren. Dann gucken wir doch mal da durch die Tür. Wow, okay. Ah, ich verstehe. Oh nee, das war zu viel. Okay. Diese wabernde, leicht körnige, sag ich mal, Textur da drauf. Das erinnert auch sehr stark an The Room 3. Da hatten wir, ich weiß nicht mehr in welcher Situation, aber wir hatten auch zwischendurch sowas. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Oh, okay, wenn ich hier klicke, dann kann ich das bewegen. Interessant. Okay. Foyer. Höchst interessant. Natürlich hier, da kann man sehen, die Gesichter sind wie immer in dieser Spielereihe alle weggekratzt. Hier interessanterweise nicht. Auf diesen großen... Das ist die Uhr! Das ist die Uhr aus dem dritten Teil. Das ist genau dieselbe Uhr. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dieselbe Uhr sein soll oder ob die einfach nur das Modell wiederverwendet haben, aber das ist auf jeden Fall dieselbe Uhr. Etiquette for Husband and Wives bei Anthony B. Cartwright. Wow. Sie bringen buchstäblich ganze Wagenladungen von Geräten. Und während sie abladen, sehe ich dabei zu, wie mein Mann sich in ein Kind mit leuchtenden Augen verwandelt. So lebhaft habe ich ihn nicht mehr erlebt, seit er das Königliche Institut verlassen hat. Die Männer arbeiten ohne ein Wort, und in meiner Gegenwart bewegen sie keinen Muskel. Der Blick gesenkt, die Lippen fest geschlossen. Sie blicken mir nicht in die Augen. Sie sehen so verzweifelt aus. Ich mache ihnen Platz, gehe ihnen aus dem Weg. Warum nur fühlen sich manche Männer bedroht von einer klugen Frau? Wenn sie mich erst einmal kennenlernen, werden sie sich sicher an mich gewöhnen. Hauptsache, Edward arbeitet wieder. Okay, das scheint aus der Perspektive von der Frau geschrieben zu sein. Von, wie ist sie? Abigail? Ich kann hier auch blättern. Okay, okay. Egal wie weit ich blättere, scheinbar, sobald ich wieder zurückblättere, ist das die beschriebene Seite. LOL. Das ist interessant auf jeden Fall. Interesting. Die Bücher in diesem Puppenhaus scheinen mehr zu enthalten, als die Buchdeckel preisgeben wollen. Ich vermute, dass sie der Schlüssel zur Lösung dessen sind, was hier geschehen ist. Okay. Das sieht sehr stark nach einem Null-Element-Symbol aus. Da ist ein Fingerabdruck. Handabdruck. Okay, da ist das Pi. Soll das Pi darstellen? Achso, oh, raus wollte ich jetzt eigentlich nicht.
Kann ich die Treppe hoch? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Das sieht nach einem Schlüsselloch aus oder so. Da muss irgendwas drauf. Da unten kann man drehen. Eine Messingmechanikmünze. Waffenwort. Messingmechanikmünze. Messingmechanikmünze. Jetzt sagt das dreimal schnell. Keine Chance. Das habe ich mir gedacht, dass man irgendwie sowas machen kann. Und das passt offensichtlich dahin. Okay, interessant. Die andere Seite ist aber nicht aufgegangen. Nicht irgendwie drehen. Da ist auch noch so. Okay. Ah, okay, jetzt muss ich das ausrichten. Ah, ich kann das auch so drehen. Ah, okay. So. Ein Familienwappen. Das ist dasselbe, was... Das hier scheint auch das Puppenhaus zu sein. Das scheint dasselbe Wappen zu sein, was auch auf dem Tor war. Das muss offensichtlich da oben hin, oder? Nee. Hm. Muss das hier? Nee, das macht keinen Sinn. Das ist einfach eine Welt. Aber wo kann ich das hinpacken? Da oben! Ah, da drüber. Okay. Das Siegel, das Nullelement muss dahinter sein. Okay, diese Symbole hier sehen alle sehr neu aus. Oder? Das hier, das kam, glaube ich, auch in den anderen Spielen schon ein paar Mal vor. Nur diese Kreise hier außen. Und das ist so ähnlich wie das Symbol für das Nullelement, aber mit zusätzlichen Strichen noch hier außen. Und das haben wir im zweiten Teil? Ich glaube im zweiten Teil häufig gesehen. Okay. Und da fehlt die Figur. Interessant, aber wenn ich das richtig gesehen habe, kann man hier drehen, ne? Ja, das habe ich richtig gesehen. Aha. Da bekommen wir die zweite Silber. Ah, eben war es eine Messingmechanikmünze, jetzt ist es eine Silbermechanikmünze. Setzen wir die hier ein, würde ich mal sagen. Achso, natürlich müssen wir die erst noch. So. Okay. Das da. So. Okay, was haben wir denn da? Eine geschmückte Metallplatte. Okay. Aha. Okay.
So kann ich die. Dann brauche ich für Dreiecke brauche ich den unten. So. Und so. Und dann ja. Oh, okay. Ein weiteres Symbol. Auf einem seltsamen Artefakt. Oh shit. Diese Tentakel wieder. Okay. Foyer abgeschlossen. Ich habe das Siegel gefunden, von dem meine Auftraggeber sprachen. Es ist angegriffen, aber keinesfalls gebrochen. Ich bin definitiv auf dem richtigen Weg zum Nullelement. Okay. Ich glaube so langsam irgendwie nicht mehr, dass wir den Charakter aus den ersten 3 Spielen spielen. Weil der hat ja eigentlich das Nullelement schon gefunden, ne? Und wer sind die Auftraggeber? Und was ist mit diesen... mit Edward und Abigail? Fragen über Fragen. Vielleicht werden ja ein paar davon beantwortet in der nächsten Folge von The Room 4 Old Sims. Also wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.